2011 erlebten wir den arabischen Frühling. Damals führten wir ein ausführliches Interview mit dem Nahostexperten Christoph Hörstl. Heute, ein Jahr später, hat sich sehr viel getan. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, stand ja Libyen zum Beispiel noch gar nicht auf der Tagesordnung. Mittlerweile ist das kalter Kaffee und wir sind schon wieder bei Syrien und reden über den Iran. Was kann man denn zusammengefasst erstmal dazu sagen? Wir haben sozusagen den Offenbarungseid des arabischen Frühlings. Wir wissen, dass in allen Ländern, wo sich etwas bewegt hat, unsere amerikanischen Freunde mit am Werk waren. Wenn es heißt, vor einem Jahr im Interview stand Libyen noch nicht auf der Agenda, kann man sagen, auf unserer Agenda stand Libyen vielleicht nicht, aber auf der Amerikaner zweifellos. Als wir uns unterhalten haben, war völlig klar, dass alle Planungen für die Attacke auf Libyen fertig waren, dass die Operation schon anrollte, auch völlig klar. Wir wissen heute, nur um bei dem Thema mal zu bleiben, dass 14 Tage bevor überhaupt die erste Unruhe in Libyen war, also bevor der Mieterstreit losbrach in irgendeinem kleinen Kaff im Osten Libyens, dass zu diesem Zeitpunkt bereits dänische NATO-Kampfflugzeuge in Italien bei Grosseto in der Luftwaffenbasis für Libyen geübt haben, weil wir einen Augenzeugen haben, der das beobachtet hat und der Zugang hat zur Luftwaffenbasis seit zig Jahren und ist einfach so ein Fan von schnellen Flugzeugen, ja, oder von Technik. Ein ganz friedlicher, netter Mensch. Und der hat dann der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Leserbrief geschrieben und dies erwähnt, aber unter falschem Namen. Und es ist mir dann gelungen, diesen Namen rauszubekommen und überall E-Mails und Sprüche zu hinterlassen. Und irgendwann klingelte abends mein Telefon und den Rest habe ich ja auf meiner Website beschrieben. Und er hat stundenlang erzählt von seinen Erfahrungen und wie er das rausbekam und dass ihm das auf der Basis bestätigt wurde, dass die eben für Libyen trainieren und wie ungeheuer ihn das gewundert hat, weil zu diesem Zeitpunkt Libyen sozusagen ein Nichts auf der Landkarte war, auf der politischen Agenda der Tagesschau oder sonst wo kam das nicht vor. Und er hat sich später irrsinnig darüber aufgeregt, wie er mir sagte, dass da so etwas losbricht. Und aus seinem Wissen heraus muss alles geplant gewesen sein. Das ginge ja gar nicht anders. Und die Dänen zum Beispiel wurden dann auch verlegt in eine weitere Basis nach Sizilien und sind von dort aus eben auch gegen Libyen gestartet. Und er sagt, die wurden nicht zurück nach Dänemark verlegt und dann wieder nach Sizilien. Also das kam ihm nicht logisch vor, mir auch nicht. Und damit ist das Thema okay. Und im Prinzip hat ja auch der dänische Luftwaffenattaché, den ich natürlich hier an der Berliner Botschaft Dänemarks befragt habe, nie geantwortet. Er wird seine Gründe haben. Und das zeigt im Prinzip, wo die Welt tatsächlich hingeht. Wir haben ein von Finanzkrisen geschütteltes Konglomerat USA-Europa, das pleite ist, das kurz vor dem Abschmieren ist, das seine internationale Bonität verloren hat. USA haben ja letzten Sommer ihre AAA-Bonität verloren, wenn das überhaupt eine ist. Das kann man sich noch mal gesondert drüber unterhalten. Für mich ist das keine, das ist alles Augenwischerei, aber das macht nichts und das ist auch die falsche Art von Augenwischerei sozusagen. Und unter diesen Umständen muss dieses Konglomerat sehen, wie es neue Geschäftsquellen erschließt, mit denen sich diese Hosenknopfwährung Dollar noch auffüttern lässt, sozusagen wertmäßig. Das gilt eigentlich auch für den Euro. Und der ist ja im Prinzip marode, weil das ganze Eurosystem nie funktionstüchtig war, sondern eigentlich nur ein Verschiebebahnhof war für Banken und institutionelle Anlegergewinne. Und das Ganze sieht dann so aus, dass ein solches amerikanisch-europäisches Konglomerat sich gezwungen sieht, zum Krieg zu schreiten,
um über erneut eingesetzte willfährige Regierungen sozusagen sein Geschäft zu beleben. Und der Krieg sowieso als gutes Geschäft im Hintergrund. Das ist ja eine alte amerikanische Doktrin sozusagen, das wissen wir, dass die USA Kriege führen, wenn sie den Eindruck haben, sie könnten dabei gewinnen. Da gibt es eben verschiedene Voraussetzungen. Es ist wichtig, dass nicht zu viele Amerikaner sterben, also führt man den Krieg besonders feige. Dann ist es sehr wichtig, dass das amerikanische Heimatland nicht getroffen wird, denn dann wird es ja teuer statt preiswert. Aber wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, die sind zum Beispiel beim Thema Syrien, Iran gegeben, vor allen Dingen beim Thema Iran, das ja wichtig ist, weil da erhebliche Rohstoffe dahinter sitzen. Syrien ist ja nichts anderes als so eine hübsche kleine Türschwelle dafür. Darüber sind sich alle politischen Beobachter weltweit einig. Das hat keinen gesonderten eigenen Wert. Es ist einfach nur notwendig, dass man dem Iran die Möglichkeit entzieht, über Syrien in den Nahostkonflikt einzugreifen. Also ist Syrien fällig. Und damit ist praktisch die Welt umrissen, bleibt Russland. Hier wird auf jeden Fall auch mit westlicher Unterstützung Unruhe geschürt, um Russland möglichst zu neutralisieren, wenn es an Syrien und Iran rangeht. Das ist bereits gescheitert, kann man sagen. Möglicherweise klappt es noch in Sachen Iran, aber beim Thema Syrien haben wir die Verlegung eines Flottenverbandes in den syrischen Hafen Tartus mit dem Chefschiff sozusagen Admiral Kuznetsov, ein Flugzeugträger, der mit Raketen bewaffnet ist, also anders als westliche Flugzeugträger auch zurückschießen kann. Denn mit einem russischen Angriff ist nie zu rechnen. Russland ist absolut defensiv. Unter diesen Umständen stehen wir aufgrund einer überreizten Giersituation Washingtons letztlich vor der ernsthaften Bedrohung eines Dritten Weltkriegs heute, mit einem Höhepunkt der Gefahr Anfang März, wenn 4 Flugzeugträgerverbänden, einschließlich des französischen Verbandes General de Gaulle, am Persischen Golf stehen wir da mit dieser realen Bedrohung. Dass es einen Krieg gibt, ist heute eigentlich sehr wahrscheinlich geworden. Und es geht eigentlich nur noch darum, inwieweit es jetzt gelingt, die dumm gehaltenen westlichen Bevölkerungen hier mit hineinzuziehen und wie das Ganze starten soll. Aber es scheint sich um eine beschlossene Sache zu handeln. Beschlossene Sache, genauso wie damals in Libyen? Genauso wie damals in Libyen. Ja. Ja. Was kann man denn zu dem klaren Jein unseres Außenministers zu diesem Libyenkrieg eigentlich sagen? Könnte hier durchaus mit die Ursache dafür liegen, dass die FDP es heute gar nicht mehr in den Bundestag schaffen würde? Ja, das sind zwei gewichtige Komplexe. Das eine ist stark außenpolitisch orientiert, das andere ist stark innenpolitisch orientiert. Wir wollen das auch getrennt betrachten, aber eigentlich gehört es zusammen, damit das ganz klar ist. Die Bundesrepublik ist, das wissen wir nun wirklich, dürfen wir als klar gesetzt annehmen, die etablierte Politik in Gestalt von Schäuble zugeben, ist eben kein souveräner Staat. Wir schauen uns die Außenpolitik an. Hier haben die treuen Beamten im Bundesnachrichtendienst und Außenministerium und anderswo klar gesagt, Libyen ist ein ungesundes Abenteuer. Der libysche bizarre und, wie soll man sagen, ja nicht eben sehr feine Diktator Gaddafi ist nicht so unbeliebt, dass es leicht wäre, ihn zu Fall zu bringen. Das kann ein schwieriges Abenteuer werden und wir raten ab. Und aus diesem Grunde hat Westerwelle gesagt, wir wollen uns da enthalten. Das ist keine gute Nummer. Und das wird auch auffliegen, was wir da tun. Denn es handelte sich ja immerhin von vornherein um ein geheimdienstlich gefördertes Projekt. Das ging ja nicht von alleine. Es ging ja nicht mal alleine los, um das so zu sagen. Sondern man hat einfach einen ganz üblichen Mieterkrach, ich bin gerade auch in sowas verwickelt, ja, hat man dann benutzt, um, ich will mal sagen, eine Revolution zu starten. Da muss man aber an einem so dünnen Häkchen schon mächtig tief graben und kräftig ziehen, damit da überhaupt was sich daraus entwickelt.
Diesen schwachen Ansatz hat man natürlich hier bei uns in Deutschland sehr gut analysiert und hat gesagt, also Entschuldigung, wir haben bereits ein Abenteuer im Kosovo laufen, da haben wir einen Mafiastaat hochgezogen. Allmählich hören die Leute auf zu glauben, dass 9/11 das passiert ist, was unsere Regierung steif und fest behaupten müssen, nebenbei gesagt, sonst gibt es Sanktionen aus Washington. Und bei den Amerikanern, wie soll man sagen, ist das Thema weitgehend gelaufen. Wir haben ja heute bei 9/11, um das mal so zu sagen, eine Situation, in der jeder Journalist und wer auch immer, wer sich in der politischen Szene bewegt, ich will mal sagen mit der Führungsschicht, mit Kabinettsmitgliedern, Staatssekretären, Generälen, und lässt erkennen, dass er die offizielle Version des 11. September 2001 glaubt, der wird einfach nicht mehr ernst genommen. Das wird sehr diskret gehandhabt, er wird da also kein Bruhaha ernten auf der Party, aber er wird ein verlegenes Hüsteln ernten und er wird merken, dass er in den nächsten Minuten ja keine Gesprächspartner mehr hat, weil die sich alle irgendwie umdrehen und gehen zu einer anderen Gruppe. Ja. Man nimmt also solche Leute nicht mehr ernst. Und das muss man, wenn man das nicht weiß, sozusagen, wird man in der Szene durchfallen, wie soll man sagen, wie eine Kartoffel von der Brücke fällt, dann bleibt einfach nichts mehr übrig an Glaubwürdigkeit oder an, man weiß, der Mann ist nicht ernst zu nehmen. Das Wort Verschwörungstheorie kann mich einfach nur noch langweilen und interessiert mich auch nicht mehr, denn ehrlich gesagt, aus meinem Lebenslauf heraus bin ich ein Verschwörungspraktiker. Also ich kenne aus praktischer eigener Erfahrung die Dinge, um die es geht, und eine Verschwörungstheorie, ehrlich gesagt, das ist der absolut hirnrissige Gedanke. Jemand könnte aus den afghanischen Bergen heraus ein hochkompliziertes, an 3 Orten stattfindendes Attentat mit mehreren Flugzeugen organisieren. Das ist so bescheuert, das bedarf eigentlich keiner weiteren Erwähnung und damit wollen wir das hier auch heute einfach knicken, das war's. Wenn wir also die Situation angucken, in der wir stehen, dann wissen die USA, dass ihre Glaubwürdigkeit angeschlagen ist. Deswegen haben sie im letzten Jahr ein unwahrscheinlich tolles Attentat inszeniert, nämlich das angebliche iranische Attentat auf den saudischen Botschafter. Also ich will mal sagen, das ist wirklich die Kindergartenversion von 9/11. Das ist auch komplett bescheuert. Also ich kann garantieren, dass der Iran über sowas nicht mal nachdenkt, weil es einfach zu dumm ist. Was würde denn da rauskommen? Vielleicht ein toter Botschafter? Also ehrlich gesagt, jeder politische Beobachter, der schon mal 1,5 Jahre lang sich mit Politik befasst hat, weiß, dass das gar kein lohnendes Ziel ist. Dafür soll der völlig friedliche Iran, der also rundum an seinen Staatsgrenzen durch die USA, durch, ich weiß nicht, 35 oder wie viele Stützpunkte bedroht ist, dafür soll er seine Sicherheit riskieren für einen toten saudischen Botschafter. Also ich bitte wirklich unsere NATO-Regierung, Washington an der Spitze darum, künftig nicht solche Dummheiten zu äußern, weil man sonst glaubt, dass man es wirklich mit einem schlechten Knabenchor zu tun hat. Ja. Und das war eigentlich nur der Testlauf dafür, ob denn, sagen wir mal, ein inszenierter Kriegsstart mit dem Iran funktionieren würde, wenn man sonst irgendwas erfindet. Und man hat offenbar dabei festgestellt, ich gebe nur mal als Beispiel, in Deutschland wurde das durch unsere ansonsten fleißig mitlügenden Massenmedien nicht mal erwähnt, dieses Thema. Das war nie eine richtige Nachricht, dieses Attentat. Da haben offenbar die Amerikaner gesehen, sie müssen sich was Besseres einfallen lassen. Was Besseres heißt ganz klar etwas Blutigeres. Und es heißt auch ganz klar, wie soll ich sagen, es muss einen größeren militärischen Umfang haben. Und hier erinnere ich an den berühmten Zwischenfall, ich will mal kurz einschieben, nicht seit 115 Jahren knapp, inszenieren die USA weltweit ihre Kriege. Das fing an 1898 vor Kuba, damit vertrieb man dann die Spanier und Hintergrund war einfach ein in die Luft geflogener Dampfkessel von einem Kriegsschiff. Das wurde als Angriff gewertet und bumm waren die Spanier aus Kuba vertrieben, prima. Und das geht eben über 9/11 weit hinaus und jetzt braucht man offenbar wieder so einen Zwischenfall wie den von Tonkin. Und ich sage das nicht aus Spaß, weil eben zu befürchten ist, dass hier die USA in ihrer verblendeten Gier ein größeres Szenario anpacken,
als sie a. bereit sind zu schultern, b. in der Lage sind zu schultern und c., und das ist das Schwierigste, als sie überhaupt in der Lage sind zu überreißen. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche, wie soll man sagen, Eingrenzungsstrategien haben, wenn das ein Flächenbrand wird. Denn es ist völlig klar, China wird liefern, Nachschub liefern an den Iran. Russland wird das tun. Das machen die schon aus Selbstinteresse, weil sie wissen, wenn sie den Iran nicht unterstützen, dann landet der Krieg vor ihrer Haustür und die Aggression der Amerikaner. Wo das in beiden Fällen ja schon ist. Wir sind in Georgien aktiv und wir arbeiten in Chinas Nachbarschaft durch Afghanistan und anderswo. Das heißt, es gibt genügend ganz nahe Szenarien für China und Russland bereits, wo sie sich verteidigen müssten. Wir bauen hier ein wunderbares Antiraketensystem auf, das wird direkt das Gleichgewicht des Schreckens, das ja immer noch gibt, durch Interkontinentalraketen aushebeln. Das tun wir ohne jeden Sinn und Verstand, weil ja klar ist, dass Russland sich da beeinträchtigt fühlen muss. Und sowas macht man doch nicht leichtfertig. Die USA machen das leichtfertig. Da wird für die sieht das so aus, als würde einfach ein System verkauft oder für deren Firmen und deren Wahlkreise und so. Aber für Europa verändert das, wie soll man sagen, das Gleichgewicht der Sicherheitsinteressen, stößt das annäherungswillige Russland brutal von Europa weg. Und Deutschland hat hier am meisten zu verlieren. Deswegen sind wir auch ein bisschen schüchtern mit diesem System und hätten es lieber nicht gerne. Aber wie gesagt, wir sind ja gar kein souveräner Staat. Und deswegen ist es auch nicht entscheidend. Aber das ist der Hintergrund hier in Europa. Extrem gefährlich, extrem dumm und alles kommt aus Washington. Und wir kaufen es 1:1 und niemand versteht, warum unsere Politiker sich erneut des Verdachts des Hochverrats aussetzen für eine so dumme Sache. Wenn sie gut wäre, wenn sie Menschen nützen würde, wenn sie für die nächsten 20 bis 50 Jahre Ruhe, Frieden und Wohlstand auf allen Seiten schaffen würde, letztlich doch auch etwas, was Unternehmern nicht ganz egal sein kann, dann würde ich ja sagen, lass uns doch mal kräftig lügen oder irgendeine vernünftige Schweinerei anrichten, da geht es uns allen besser. Nein, das ist eine dumme, kleinkarierte, kurzfristige Idiotie mit langfristig hässlichen Folgen. Und das ist das fachlich so miese Niveau, auf dem wir Politik machen. Jetzt komme ich zurück zur Ausgangsfrage. Ja, was hat den denn damals geritten, den Westerwelle da Nein zu sagen? Das war eine kluge Idee, aber es widersprach der kurzfristigen Gierposition Washingtons in Bezug auf libysches Öl und Gas. Und deswegen hat es nur 7 Tage gedauert und dann war er nicht mehr Parteichef. Das ist eine Lektion an jeden deutschen Politiker, der Ansicht ist, er könnte irgendwas Vernunftbegabtes tun, wenn Washington sich für den Wahnsinn entschieden hat. Und es kommt mir so vor, um das zu sagen, als hätte sich Washington für den Wahnsinn Irankrieg entschieden. Und ich will vielleicht ein kleines Ergebnis mal von der Münchner Sicherheitskonferenz sagen. Hier ist ganz handfest hinter den Kulissen diskutiert worden. Und es gibt eine Überlegung, der Frau Merkel zugestimmt haben soll, nämlich dass das NATO-Luftwaffenkommando von Mons in Belgien, vom NATO-Hauptquartier, wegverlegt werden soll nach Ramstein in Deutschland. Eine vollkommen hirnrissige, idiotische Idee, weil damit praktisch jede amerikanische Luftwaffenbewegung Deutschland automatisch zum Kriegsteilnehmer macht, weil das von deutschem Boden aus passiert. Wie wir ja automatisch, wenn auch nur ein einziges Flugzeug der Amerikaner von Ramstein aus startet, irgendwo in einen Krieg, sind wir automatisch Kriegsteilnehmer, völkerrechtlich. Aber dadurch, dass die Kommandozentrale hier sitzt, haben wir sozusagen den Krieg abonniert. Das ist unsere Situation. Frau Merkel soll, wie gesagt, zugestimmt haben. Das liegt auf der Linie ihrer Politik, die, wie gesagt, in vieler Leute Augen den Tatbestand des Hochverrats erfüllt. Und das ist sozusagen die Umgebung, die politische Umgebung, in die Westerwelle hinein agiert hat. Und ich glaube, er hat sich für den Rest seines Lebens eine blutige Lektion abgeholt. Er ist nicht in der Lage, eine begrenzte, kleine, vernünftige Entscheidung zu treffen, ohne dass er sich der versammelten Wut und der Racheausübung einer
ungeheuren Macht gegenüber sieht, die ja durch Washington und den Rest der NATO gar nicht umrissen ist, sondern alle Medien haben ihn hier dafür angespuckt, dass er deutsche Interessen gut vertreten hat. Und das hat eigentlich jedem unbefangenen Beobachter gezeigt, wo wir hier stehen. Es gehört uns ja nicht nur unsere Politik nicht mehr, es gehören uns ja auch unsere Medien nicht. Ja, apropos Medien und Propaganda, wie wurden denn 2011 und wie werden auch aktuell die westlichen Bevölkerungen denn überhaupt in diese Kriege involviert, wenn ich mal sagen oder fragen darf, besser gesagt, wir reden derzeit über 6.000 Tote in Syrien, in Libyen war das ähnlich, man hat Gaddafi alles Mögliche in die Schuhe geschoben. Zwei Fragen dazu. Erstens, wie sieht denn das aus eigentlich mit denen, was wir denen anlasten und wie sieht das eigentlich mit Kriegsverbrechen seitens der NATO aus? Ja, zum Letzteren kann ich sagen, ständig. Das ist eine Begleiterscheinung unserer Politik, die unsere Politiker längst als normal ansehen. Ich sage mal, Schätzungen, dass durch NATO-Einwirkung 40.000 Libyer ums Leben gekommen seien, sind mit einigermaßener Vernunft deutlich zu tief gegriffen. Wir müssen uns wohl bequemen, dass es mehr so 60.000 bis 80.000 waren. Wenn wir die Zahl der sogenannten Sorties, also der Bombenflüge der NATO-Jäger berechnen die Bombenlast, die dabei insgesamt abgeworfen wurde und berechnen dann, wie viele Menschen das wohl tötet, wenn man davon ausgeht, dass nicht irrtümlich die Grashalme bombardiert wurden, wie das die Sowjets in Afghanistan noch taten. Das ist mal die eine Situation. Gestartet war dieser ganze Bombenkrieg ja als militärische Folge der UNO-Sicherheitsratsresolution 1973. Und was sollte diese Resolution? Eine sogenannte No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone über Libyen einrichten. Und jetzt kommt die Begründung, damit Herr Gaddafi nicht sein Volk ermordet. Danke, kann man nur sagen, so als Libyer, das hat dann die NATO freundlich übernommen. Ja? Gaddafi hatte diesen Plan nie und hatte auch weitreichend Frieden angeboten und mehrere Mächte, immerhin auch Venezuela und die Türkei, hatten Vermittlung angeboten und selbstverständlich wäre das möglich gewesen. Die NATO wollte weder Vermittlung, noch wollte sie irgendein unblutiges, einvernehmliches Ende dieses Bürgerkriegs, der ja offenbar andauert. Und daher mussten so viele Menschen sterben, damit NATO-Länder an günstige Ölkontrakte kamen. Nämlich durch eine absolut abhängige, instabile Schurkenregierung in Libyen. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Und jetzt kommt der Medienteil sozusagen, der jetzt ganz besonders Syrien betrifft, aber natürlich auch ständiges Gelüge in Sachen Libyen. Wir erinnern uns nur kurz an Filmszenen, die absolut gestellt waren. Wir haben zum Beispiel im ganzen Libyenkrieg niemals die Kommandozentrale der libyschen Rebellen gesehen. Ist auch ganz einfach, warum. Die saß ja auch in Washington, London und Paris. Insofern war da einfach nichts zu filmen. Und das Ganze war natürlich eine Welt am NATO-Draht in Libyen. Und da bewegte sich überhaupt nichts ohne die NATO. Sehr häufig haben wir falsches Bildmaterial gesehen, bis hin zu Demonstrationen aus ganz anderen Ländern. Also die Skandale sind mannigfaltig, die öffentlich-rechtlichen Sender sind involviert in die Fehler. Wir können und müssen davon ausgehen, dass hier eine geölte Propagandamaschine am Werk ist, die schon überall geklappt hat. Ich habe ja immer gerne mal in Interviews daran erinnert, dass eben die Frauen sich ihre Schleier in Afghanistan nicht abnehmen, als die Taliban aus Kabul verschwunden waren, und dass sich auch die Männer keine Jeans anzogen und dass die Bilder alle gestellt waren. Und das hat wunderbar funktioniert. Unser Journalismus ist tot, das ist klar. Die Machtmedien haben keine Journalisten mehr, sondern da sitzen Herren, die alles produzieren, was man ihnen abverlangt. Und das ist ein lächerlicher Judaslohn, mit dem sie ihre Ethik verraten. Und das findet jetzt in Syrien statt. Da sehen wir also die tollsten Totenzahlen und die wildesten Behauptungen natürlich gerade dann, wenn der UNO-Sicherheitsrat entscheiden soll oder wenn die Münchner Sicherheitskonferenz stattfindet. Wir haben auch eine ganz neue Intensität
von einer Einheit von medialer, politischer, militärischer Aktivität, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Angriffe auf syrische Botschaften innerhalb von 48 Stunden auf der ganzen Welt stattfanden. Sowas geht nicht ohne eine hervorragende, ich will mal sagen, zumindest 4 bis 6 Wochen vorher geplante Koordination. Das ist ganz klar, das ist kein Zufall, so etwas, davon können wir ausgehen. Und wir haben eben diese Bilder, die einfach auf einer kompletten Umkehrung der Verhältnisse beruhen. Denn was haben wir? Wir wissen ja bis zum Kommandopersonal herunter, wer eigentlich die libyschen Aufständischen, diese angeblichen die syrischen Aufständischen kommandiert. Ich war schon einen Schritt weiter, dann sind Libyer dran. Leute, mit denen die US-geführte NATO in Libyen ihre militärischen Einsätze organisiert hat, sind jetzt nach Syrien geschafft worden und machen das da auch. Da haben wir Namen, da haben wir Fotos, da haben wir ganze Lebensläufe, da haben wir so etwas Verrücktes, was hier gar nicht so richtig zur Sprache kommt, wie das CIA-geführte Al-Qaida-Netz, das auch nur, wie soll man sagen, ein multinationaler Franchise-Betrieb ist, um zu sagen, sobald die USA die NATO anweisen, hier oder da bestimmte Unruhe zu kreieren, wird dieses Netz eingesetzt. Das sind auch immer wieder die gleichen Akteure, ist auch immer wieder das gleiche politische Schema F. Da gibt es einen, wie soll man sagen, Revolutionsrat oder einen Volksrat oder sowas Ähnliches, der meistens von Londoner, französischen oder amerikanischen Gnaden irgendwo sitzt, meistens in London, weil das ein bewährtes Pflaster für solche Unterminierungen ist, mit einer wunderbaren Expertise aus 70 bis 100 Jahren. Und da kann man dann, wie soll man sagen, geradezu schulbuchartig Abläufe studieren und sehen, wie das funktioniert. Und wer da tötet, das ist auch ganz klar, das sind Revolverhelden, die gerne mal auf Pro-Assad-Demonstrationen in Syrien schießen. So kam zum Beispiel auch der französische Journalist vom zweiten französischen Fernsehen, Antenne 2, ums Leben, France 2. Der hatte sich sehr sicher gefühlt auf einer Pro-Assad-Demonstration und hatte einfach die Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen. Er hatte nicht zur Kenntnis genommen, dass Pro-Assad-Demonstrationen, Pro-Regierungsdemonstrationen eben keineswegs sicher sind, sondern dass die Heckenschützen von den sogenannten Aufständischen, das sind aber in Wahrheit CIA und MI6, geführte, bezahlte und eingesetzte Leute auf solche Demonstranten schießen und dass da erheblich Blutzoll entsteht. Und in ein solches Feuer ist er reingekommen. Die schießen nicht mit Pistolen, die schießen mit Granatwerfern, mit Panzerfäusten, mit allerhand ungutem Zeug mitten in Menschenmassen hinein, ohne jede Rücksicht auf Verluste. Die schießen auch auf eigene Leute. Das sind auch zum Teil sehr kleine Spezialistengruppen, die irgendwo eingeflogen werden. Dafür gibt es Verschiebebahnhöfe. Unglückseligerweise hat der syrische Nachbar Türkei sich bereit erklärt, hier eine hochsubversive Rolle zu spielen und hat sich offenbar von den USA dafür eine international freie Hand zusichern lassen im Verkehr mit Israel, im Verkehr mit Iran, wo die Türkei sehr selbstständig und als regionale Macht auftritt. Hier bezahlt sie ihren Preis an Washington. Sonst hätte nämlich auch Herr Erdogan im Amt nicht überlebt. Das kann ich schriftlich garantieren. Das ist die Situation. Wir haben eine klare, internationale, gut bekannte und gut dokumentierte Einmischung in Syrien. Wir haben eine Reihe auch namhafter Persönlichkeiten, Professoren. Jetzt gerade hat ein Mainzer Professor, Herr Müller ausgerechnet, also etwas schwer zu finden im Internet, aber man findet ihn. Die deutsche Spitzenkoryphäe der Syrienwissenschaften sozusagen, der Syrienforschung, sich klar ausgesprochen und gesagt, was hier läuft, ist etwas ganz anderes als das, was in den Massenmedien stattfindet. Ein couragierter Mann offensichtlich. Und in dieser Situation reagieren diese Massenmedien überhaupt nicht. Die Tagesschau am Sonntag, am letzten Sonntag, am Ende sozusagen der Münchner sogenannten Sicherheitskonferenz, für mich heißt sie nur Münchner Unsicherheitskonferenz, weil dort alles organisiert wird, was den Globus in Unsicherheit, in Kriege, in Blut, Not, Verderben und Geldverlust stürzt.
Das war eine reine Propagandasendung. Es wird gar nichts mehr gefragt. Da finden so kleine Einschränkungen statt, soll, hätte oder könnte. Aber in Wahrheit werden in den Beiträgen ständig irgendwelche wilden Beschuldigungen erhoben, die fast alle jeglicher Basis entbehren. Das auf Grundlage von einem, Entschuldigung, das ist sozusagen der Fachausdruck der Journalisten, das ist shitty material, beschissenes Material, das da gezeigt wird, nämlich so unscharf, dass man kein Gesicht erkennt. Ich will mal sagen, ich habe auch so ein tolles Teil, mit dem man so aus der Tasche heraus mal schnell ein paar Bilder schießen kann. Die sind alle gestochen scharf. Warum das alles so unscharf ist, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das könnte man anders, da bin ich mir ganz sicher. Die Kameras sind heute so toll und klein. Also auch das kann man eigentlich nur einem Idioten vorführen, der noch nie so eine kleine moderne Kamera in der Hand hatte. Und da bin ich nun wirklich ein altgedienter Kämpfer auf dem Gebiet mit solchen Geräten. Dass das Propaganda ist, das sollte man einfach als Zuschauer sich angewöhnen. Wenn die Bilder so beschissen sind, dass man nichts erkennen kann, dann ist das Absicht. Wir sollen nichts erkennen, wir sollen die Wahrheit nicht wissen. Also sollte man als Fernsehzuschauer für diese horrenden Zwangsgebühren, die seit diesem Jahr zu entrichten sind, einfach vernünftiges Bildmaterial bekommen. Und inzwischen hat das eben auch, weil wir zur Innenpolitik Stellung genommen haben, ganz brandaktuell. Gestern Morgen um 6 schlug das BKA in 6 Familien zu, das Bundeskriminalamt, hat da an die Tür gepocht, alle aus dem Bett geschmissen und 6 Wohnungen auf den Kopf gestellt und 6 Menschen mitgenommen. 4 mussten sofort freigelassen werden. 4 von den 6, rein zufällig, waren Menschen, mit denen ich gemeinsam einen deutsch-syrischen Freundschaftsverein gründen wollte. Eine Person, eine Dame, ist intensiv beschäftigt, auch heute und in den nächsten Tagen, mich nach Syrien zu bringen. Und ich sehe das nicht mehr als Zufall an. Hier wurde unter dem Vorwurf der Spionage, der sich gegen keinen von den 6 bisher erhärtet hat, das hat immerhin die Tagesschau auch klar gesagt, dass die 6 nicht, wie zunächst von Herrn Westerwelle behauptet, irgendwie dabei waren, syrische Exilanten einzuschüchtern. Also jedenfalls die Dame, mit der ich da arbeite, dafür kann ich die Hand ins Feuer legen, die tut sowas nicht. Die hat ganz andere Sachen zu tun, nämlich zum Beispiel eben mit mir einen Verein zu gründen und mich nach Syrien zu bringen, aber nicht irgendwelche Landsleute einzuschüchtern, die andere politische Ansichten haben als sie. Aber das wird gemacht. Und was war eigentlich der Sinn der Sache? Die wollen von vornherein allen zeigen, die sich hier für Recht und Gesetz im internationalen und im nationalen Kontext einsetzen, wir machen das für euch teuer, wir machen das schwierig. Ich will auch gar nicht verschweigen, dass ich inzwischen 5 Rechtsprozesse führe. Ich bin wegen 120 € schon als Betrüger in erster Instanz verurteilt. Ich werde natürlich Berufung einlegen, das Urteil wird auch keinen Bestand haben. Aber man versucht auch, mich zu kriminalisieren, ganz eindeutig. Und ich stelle das fest. Und für mich gibt es da ganz persönlich, wenn ich da jetzt mal so enden darf auf der Note, ich fühle mich bestätigt in dem, was ich tue. Wenn ein Staat solche Mittel anwenden muss, die wir alle kennen eigentlich aus totalitären Systemen, dann hat er das nötig. Und ich fühle mich sozusagen geradezu offiziell bestätigt, als auf dem richtigen Weg befindlich. Ich werde also genau da weitermachen und das ist wichtig. Jetzt gab es Anfang Dezember eine Veranstaltung in Berlin. Da hat der Professor Hamer von einem internationalen Weltwährungskrieg zwischen Dollar und Euro hauptsächlich gesprochen. Wie kann man das nochmal sozusagen umschreiben? Wo ist da auch die Verbindung zum ganz physikalisch-geopolitischen Krieg? Und wer sitzt da eigentlich an den Schaltstellen? Jeder, der spekuliert, ist im Prinzip mal beteiligt. Dann haben wir ja inzwischen ein absolut wahnsinniges System von virtuellen Finanzgeschäften. Ob das Leerverkäufe sind, das ist ja ganz banal, oder Spekulationen auf zukünftige Kursentwicklungen oder was auch immer. Wir haben ein restlos, unsolides, völlig überzogenes Finanzhandelssystem sozusagen. Also ein Währungshandelssystem,
einen Umgang mit Staatsfinanzen über Anleihen, der kaum noch von Vernunft getragen ist eigentlich. Termingeschäfte, Derivate aller Art sind geradezu ein Markenzeichen unserer kriminellen Gier. Ich meine, wir müssen uns mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein wichtiger Abteilungsleiter für organisiertes Verbrechen in der europäischen Polizeibehörde von Finanzmafia spricht. Da schreibt er ein Buch drüber. Der hat ja nicht etwa seinen Job verloren oder sowas, sondern er betreibt da sehr ernsthafte und allerdings sehr unter die Haut gehende Forschungsergebnisse. So. Und dann müssen wir auch mal so ein bisschen einen kleinen Seitenhieb wagen auf zu einfache Welterklärungen. Es ist ja nicht so, wie gerade ein namhafter Kritiker unseres Systems behauptet hat, dass Frau Merkel einfach nur, wie soll man sagen, der Politkasper einer solchen Finanzmafia sei. Nein, das ist eine etwas theoretische Herangehensweise an die Beurteilung solcher Sachen, sondern Frau Merkel hat einfach eine grundsätzlich korrupte Politik. Jeder, der genügend bezahlen kann und der genügend Macht hat, kann da durch die Drehtür gehen in unserem Bundeskabinett, egal bei welchem Minister, und wird da auch ganz hervorragend, wie soll man sagen, seine Ziele und Vorstellungen los. Und Entschuldigung, das betrifft auch nicht nur den Finanzsektor. Das macht auch die Pharmaindustrie, oder haben wir diese 3 wunderbaren, was war es, Vogelgrippe, Schweinegrippe und sonst irgendwas und jetzt dann wieder EHEC und so, alles schon vergessen. Das ist doch das gleiche System, das ist die gleiche Merkel, das gleiche Bundeskabinett. Gut, im Moment wechseln die Figuren ein bisschen schneller, nicht wahr? Da müssen wir uns dran gewöhnen, weil das jetzt alles Schleudersitze werden. Nichts steht mehr in unserem Betrieb eigentlich. Wir sind instabil geworden wie früher Italien. Ja. Und das betrifft ja nicht nur die. Das betrifft dann auch, wie soll man sagen, den Bausektor, das betrifft den Rüstungssektor, das betrifft also alle möglichen Sorten von Industrie. Nebenbei gesagt, wir bekommen natürlich auch den Gigaliner auf den Straßen, obwohl die kleineren Lastwagen, die heute rumfahren, die Autobahnen auch schon alle 2 Jahre ruinieren. Das übrigens auf Steuerzahlerkosten, nicht, dass die Firmen, die sowas herstellen, das bezahlen würden, um Gottes Willen. Wo kämen wir dahin? Da wird ja auch erheblich in die Korruption reingepulvert, damit sowas läuft. Nicht? Das ist, sage ich jetzt nur den Zuschauern, die sich vielleicht mal ärgern, dass sie im Stau stehen und rechts sehen sie, dass sie da kilometerlang an LKW-Schlangen vorbeifahren. Also der Verzicht auf eine gesunde Bahnlogistik und das bei gleichzeitig laufenden, völlig hirnrissigen, in Klammern, Planungen zur Privatisierung der Bahn. Ich zähle das alles nur auf, damit wir aufhören, Sachen 1 zu 1 zu erklären. Frau Merkel ist nicht ein politischer Kasper des Finanzsystems, sie ist ein politischer Kasper des Systems, Punkt. Ja? Und da haben alle Mächtigen etwas dran zu sagen. Ich meine, warum bauen wir jetzt plötzlich Autos mit Batterien? Haben wir nicht schon längst bessere Technologien? Nein, wir wollen die gar nicht einsetzen. Wir wollen, dass die Leute in 3 bis 8 Jahren oder in 10 Jahren schon wieder ein neues System kaufen müssen. Das garantiert eines, nämlich die Vernichtung von Volksvermögen und große Gewinne für bestimmte Herren, die auch Technologien verhindern. Das tut unsere Industrie seit 100 Jahren. Und wir haben inzwischen eine ganze alternative Gruppen, die neue Technologien fördern. Ich spreche mal von Tesla oder von ganz anderen Mobilfunktechnologien. Aber wir sollen uns erstmal so ein hochschädliches Handy ans Ohr halten. Ich muss das auch. Ich brauche es beruflich. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass es auch anders ginge. Und auch dafür leiht die Bundesregierung gern ihr Ohr, ihre Schatullen, ihre Forschungsetats, ihre guten Verbindungen und sowas. Also wir haben es hier doch mit einem multiplen System von Korruption zu tun. Und jetzt kommen wir zum Finanzsektor. Jawohl, Professor Hamer sagt mit Recht, wir haben hier letztlich einen Wettstreit zweier maroder, überzogener Systeme. Die sind aus unterschiedlichen Gründen marode und überzogen. Die Amerikaner, weil sie den ganzen Globus mit militärischen Mitteln, und da kommen wir zu dieser Überschneidung, zwingen ihren verdammten Dollar einzusetzen und als Grundlagenwährung für Handelsgeschäfte aller Art, besonders gerne mit Energierohstoffen, einzusetzen. Dafür braucht man Truppen weltweit, die haben sie, nebenbei bezahlt von den Völkern, die sie unterdrücken, über eben diese Währungsschiene.
ein wunderbares System. Also das zu erfinden, das geht ja eben über Adolf eben weit hinaus, nicht wahr? Ich glaube, der ist schon lange da oben vor Neid erblasst, wenn er Washington so agieren sieht. Da gibt es ja auch inzwischen schon hässliche Witze drüber. Ja? Toll, ihr habt ja gleichgeschaltete Medien, wie habt ihr das gemacht ohne KZ? Ja? Und solche Sprüche kommen. Ne? Im Prinzip ein System, das es den Industrien ermöglicht, mit staatlichen Hilfen, wo auch immer, in Europa, in Washington, Völker auszunehmen, Staatsschulden, die entstanden sind durch überzogene Investitionen zugunsten solcher Industrien mit schlechtem Geld nicht völlig zurückzuzahlen und möglichst dafür zu sorgen, dass Menschen, die von einigermaßen stabilen Löhnen leben, die Zeche am Ende zahlen. Die Spekulationszeche, die Blasen, die entstehen durch überzogene Produktion oder überzogene Finanzspekulationen, überzogene Immobilienblasen und was auch immer der Fall ist. China übrigens baut das inzwischen schon nach. Also die haben ihre Immobilienblase und die haben eine unter der Decke brodelnde Krise. Die haben ein großes Problem, das unter der Decke zu halten. Das wird also in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Wird Verwerfungen geben, keine Frage. In dieser Situation sehen wir, dass die Finanzsysteme ihren Betrieb einfach praktisch auf Monatsbasis versuchen, so lange wie möglich weiterlaufen zu lassen, weil das für einige Banker bedeutet, ich kriege auch dieses Jahr wieder $100 Millionen Bonus. Goldman Sachs, muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir hatten ja auch noch nie eine amerikanische Regierung mit einer solchen Dichte von Goldman Sachs Bankern oder überhaupt solchen korrupten Großbankern, Bankern mit einer korrupten Bankenpolitik, Finanzpolitik, wie heute die Obama-Regierung in den USA. Das ist also ohne Präzedenz, was da passiert in den USA. Das wirkt natürlich auf Europa zurück. Europa hat mit der Entscheidung für den Euro eine Lebenslüge begonnen, die von vornherein nur für die Taschen von wenigen gedacht waren. Und allen Regierungen ist klar, wenn unser Lügensystem zusammenbricht und die Masse merkt, dass sie betrogen wurde, bis jetzt ahnt sie es. Dieses Ahnen wird jeden Tag dumpfer und stärker. Und natürlich kommen dann irgendwelche halbseitigen Erklärungsversuche, das ist gar nicht wichtig. Die Frage ist nur, wann geht's auf die Straße? Wann fliegen die Steine? Wann klirren die Scheiben? Und hier kann man klar sagen, sind wir ja auch eine Umdrehung weiter. Es gibt eben diese berühmten, das sind Denial Systems, so heißen die auf amerikanisch, ADS. Das sind eben Strahlenwaffen, die sich auf Menschenansammlungen richten lassen. Und die nicht stark genug sind, das sind Wellenwaffen, um die Menschen sozusagen gar zu kochen, aber stark genug sind, um große Schmerzen hervorzurufen. So große Schmerzen, dass also traumatische Erinnerungsfetzen in die, wie soll man sagen, Erlebniswelt dieser Menschen eingebrannt sind. Die schreien, werfen sich auf den Boden und dann gibt es eine Hautrötung und nach 15, 30 Minuten ist alles weg, man sieht nichts mehr, aber diese Menschen stehen so schnell nicht wieder auf, die erheben sich dann torkelnd, erholen sich auch wieder. Wie gesagt, der Arzt wird keine besonderen Spuren feststellen, aber in der Erinnerung, da ist was eingebrannt. Und mit solchen Waffen selbstverständlich lässt sich jeder Glaskasten von Industriellen, von Regierungen, von Institutionen absichern. Da werden wir nicht rankommen. Und wir können ja auch an den Konferenzen sehen, zum Beispiel, um das mal zu sagen, dass ja Demonstrationen, wie viele Kilometer? 5, 10? Wie viel? Also, dass man vor dem Palast von irgendwem aufrücken könnte mit irgendwelchen Demonstranten, das ist doch lange vorbei. In dieser Situation leben wir. Wie funktioniert das letztlich? Wir haben ein globales Finanzsystem, das vollkommen eng zusammenarbeitet. Banken haben ja heute nicht nur Filialen, sagen wir mal, in Paris oder London, die haben Filialen in Hongkong und in Südamerika. Rund um die Uhr wird gedealt. Dies einfach maschinell.
Da werden also zigtausende Transaktionen pro Minute von Computern generiert. Da geht es auch gar nicht mehr darum, das ist ganz nett, der Dirk Müller, den ich sehr schätze, der ja auch bei dieser Veranstaltung in Berlin war, hat gesagt, wenn man jetzt mal ein Gesetz machen würde, dass die nur eine Minute ein einziges Papier halten müssten. Der hatte so eine nette Art, und irgendwie gesagt, das kann doch nicht zu viel verlangt sein, eine Minute, ich bitte Sie. So, und das hat natürlich vollkommen recht, das würde den ganzen Handel völlig unterbrechen. Denn das lebt davon, dass Kursschwankungen weltweit ausgeglichen werden in diesen Bruchteilen von Sekunden, dass kleinste Kursbewegungen sofort ausgenutzt werden, dass man mit 1-2 Milliarden Dollar sozusagen weltweit große Kursschläge herbeiführen kann. Wir haben enorme Dinge gesehen, dass also für eine Sekunde sämtliche Buchungen sozusagen ausgesetzt wurden. Da sieht man dann plötzlich in der Häufigkeit der Buchungen so einen tiefen Riss in so einer Statistik für 1-2 Sekunden und paff, ist alles wieder da. Und alle sagen, was war das denn? Und da gibt es eine Menge Theorien darum. Im Prinzip aber geht es darum, dass ständig neue Investitionsmöglichkeiten für freifliegende Gelder geschaffen werden, um in irgendwelche künstlichen Papiere über Papiere, das ist das, was ein Derivat ist, sozusagen, also nicht etwa ein direkter Anteil an einem Unternehmen, ein direkter Anteil an einer Immobilie, sondern ein Anteil auf einer höheren Ebene sozusagen und noch weiter höher, dass man sagt, jawohl, ich habe hier Papiere für den Wert einer Gruppe von Immobilien in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren. Und ich habe da bestimmte Immobiliensorten zusammengefasst und ein neues Paket geschnürt. Das machen inzwischen auch Computer. Computer haben deshalb die Commerzbank in den letzten Monaten eine wunderschön vorgeführt. Besser konnte es eigentlich gar nicht gehen, ein großer Witz, weil die Computer der Commerzbank gefunden haben, es sei jetzt wichtig, gegen die Commerzbank zu spekulieren. Und das wurde den Kunden ganz offiziell angeboten. Und das ist sozusagen die Perversion dieses Systems, von Computern generierte künstliche Anlagepakete zu irgendeinem Thema. Und das hat gar nichts mehr damit zu tun, dass Banken ja als Dienstleister geplant waren. Das sind sie lange nicht mehr. Sie sind längst Gestalter der Finanzmärkte geworden, zum Schaden von allen. Und diese Systeme konkurrieren in Europa und in den USA zusammen deshalb, weil es darum geht, welche Währungsschlange sozusagen, welche Währung wird zuletzt in der Bonität am höchsten bleiben und gesucht sein. Und wir erleben das hier im Kleinen schon in Europa, weil das europäische Geld nach Deutschland strömt. Weil natürlich die Menschen in Griechenland und Spanien und so mit Recht sich sagen, wir werden am Ende in Deutschland am meisten für unser Geld sehen, also legen Sie es hier an. Völlig pervers. Dadurch schwimmen wir Deutschen in Investitionsgeld. Wir haben auf der Spitze dieser Wahnsinnsblase namens Euro plötzlich einen Kunstboom inszeniert. Aber eines ist völlig klar, die erste kleine Agentur Egan Jones, ich habe darüber geschrieben, hat das AAA-Rating für Deutschland beendet. Sie zählt ein bisschen anders als die großen Agenturen. Das Interessante an dieser Agentur ist, sie handelt nicht mit Banken oder Hedgefonds, sondern sie betreibt ihr Geschäft nur für institutionelle Großanleger. Eine sehr solide Sache. Übrigens die einzige Ratingagentur, die den Erfolg ihrer Ratings veröffentlicht und sagt, da haben wir uns geirrt, da waren wir richtig. Diese Ratingagentur hat eher als die bekannten 3, die immer zitiert werden, auch das Rating der USA herabgesetzt und auch das Rating Deutschlands. Und die anderen werden im Februar, also die nächste große Ratingagentur wird noch im Februar herunterstufen und im März kommt bestimmt die nächste. Und ich denke, im April sind wir mit allen 3 Agenturen durch und haben unser deutsches AAA-Rating verloren. Das wird die Situation sein. Wie gesagt, die USA hatten das schon lange. Und jetzt kommt der Zusammenhang mit dem Militär. Wenn die USA schneller abstürzen mit der Bonität ihrer Währung als der Euro, im Moment sieht das nicht so aus, sie können sich halten, obwohl es dafür keinerlei vernünftige geschäftliche Grundlage gibt, dann wird sie das davon abhalten, ihre, wie soll man sagen, Rohstoffmachtbasis mit dem Militär künstlich zu vergrößern. Also wir können das übersetzen, wir sollten das übersetzen ins Deutsche. Das könnte sie von einem Angriff auf den Iran abhalten. Wenn aber die Position, die finanzpolitische Position der USA
gefährdet ist, das ist sie, das bleibt sie, dann könnte das dazu führen, dass sie sagen, wir werden den Krieg doch führen. Und ich hatte ja eingangs, glaube ich, gesagt, dass wir Anfang März eben diese große Masse von Flugzeugträgergruppen vor Iran haben. Nochmal zur Erinnerung, das hatte ich nicht gesagt, eben, wir haben 3 Flugzeugträgergruppen gebraucht, um den Irak anzugreifen 2003. 4 sind für den Iran genug. Abgesehen davon, dass wir diese ungeheure Zahl von, ich weiß nicht, 36 Militärbasen der Amerikaner um den Iran herum haben. Und ich hatte darüber geschrieben, dass wir eben diese neue Basis auf der jemenitischen Insel Sokotra haben, 1000 Kilometer weg vom Iran. Also in lockerer Schlagdistanz, um das klar zu sagen, übrigens auch in iranischer Schlagdistanz. Das heißt, ruhig schlafen gehen nachts auf der Basis kann man nicht, ja, wenn man dann in den Krieg eingestiegen ist. Dies ganze Thema läuft also darauf hinaus, dass die Amerikaner sich überlegen, nützt uns der Krieg jetzt oder nützt der nichts? Können wir den einigermaßen sicher führen oder können wir das nicht? Wir lernen jetzt, deswegen findet dieses Interview zu einem interessanten Zeitpunkt statt, wir lernen jetzt, dass der Iran sich offensichtlich nicht provozieren lässt. Wir blicken kurz 2, 3 Wochen zurück. Was war passiert? Der Iran hatte in einer ganz seltenen Weise gewarnt, dass die aus dem Persischen Golf zunächst auslaufenden Flugzeugträgergruppen der USA bitte nicht zurückkehren. Wenn wir uns die Straße von Hormuz angucken, wissen wir, dass der übliche Schiffsverkehr durch iranische Hoheitsgewässer verläuft. Das ist also jetzt nicht iranische Propaganda, sondern schlicht eine Tatsache, die auch von der Landkarte nicht wegzuwischen ist. Und die Amerikaner sind zurückgelaufen und sind das Risiko gegangen, dass der Iran seine Drohungen wahrmacht. Inzwischen, um das klar zu sagen, sind auch die amerikanischen Wargames, nennt sich das, wenn man also so Gedankenspiele macht, wie wird ein Krieg anlaufen, sind bekannt, dass sie vor Jahren schon, all diese Sachen sind Jahre alt, mal sich überlegt haben, wie wird das denn aussehen, wenn die Iraner wie vorhersehbar gegen unsere riesigen Verbände ganze Schwärme von kleinen Schnellbooten einsetzen, zum Teil mit Raketen bewaffnet, zum Teil mit Torpedos bewaffnet, also sozusagen oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche würde angegriffen werden. Und hier sind unsere westlichen Zahlen völlig falsch. Mir ist vor 6 Jahren schon gesagt worden, oder vor 5 Jahren war es, von einem interessant vernetzten Iraner, dass der Iran damals 37.000 kleine Schnellboote hatte. Diese Tatsache führt dazu, dass man jetzt weiß, das Kriegsszenario wird nicht so aussehen, dass man da in aller Ruhe mal seine Bombenangriffe fliegt wie auf den Irak, sondern entweder gelingt es, sofort praktisch die ganze Golfküste des Iran anzuzünden, oder ein großer Teil dieses Schwarms wird auslaufen und wird alles versenken, was da in der Nähe ist. Und den Rest, den diese Boote nicht versenken können, den versenken dann Irans Raketen. Und da haben sie immerhin sehr gute aus China bekommen. Dagegen haben die Amerikaner im Moment auch gar kein richtiges Gegenmittel. Silkworm und was da alles so rumfliegt, ist sehr gefährlich. So, wenn wir das wissen, dann wissen wir, dass es wohl darauf hinausläuft, und das hat schon Dick Cheney geprobt, das ist auch schon wieder 5, 6 Jahre her, das alles nachzulesen bei Chossudovsky. Das sind Planspiele, wie man denn mal wieder wir sind damit gestartet, einen Zwischenfall inszeniert, so wie damals bei Vietnam. Das ist das Szenario, das wohl laufen wird, um dann eine gewaltige Angriffswelle auf den Iran von amerikanischer Seite aus zu fliegen und damit das Timing zu bestimmen. In der hohen Hoffnung sozusagen, die größte Masse der Schwärme dann vernichten zu können, wenn man selber das Theater startet. Darauf wird es wohl hinauslaufen. Wir werden das starten. Anfang März, wenn die 4 Flugzeugträgergruppen da sind, wird es so sein. Und wir wissen ja auch, wie soll man sagen, heute war die Schlagzeile, dass Europa eine Pleite Griechenlands verdauen kann. Wir wissen, Anfang März steht Europa mitten in der Pleite. Anfang März werden wir soweit sein, dass wir die 22 Milliarden deutschen Anteil für das europäische Stabilitätssystem ESM vermutlich werden auf einen Schlag bezahlen müssen und nicht ratenweise, wie es vorgesehen war.
ESM war für 2013 geplant, wurde vorverlegt auf Ende 2012, wurde vorverlegt auf Juli 2012. Die Schraube ist kurz und die Windungen sind immer größer. Also ganz schnell überschlägt sich unser System. Und ähnlich schnell wird sich auch die Kriegsgefahr vergrößern. Das ist die Situation. Und wenn der Sommer kommt, dann werden wir die ersten Kürzungen im Sozialsystem haben, die unangenehm werden. Dieses Jahr droht fürchterlich zu werden. Und wenn es so kommt, wie ich sage, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, aber letztlich gibt es ja keine Struktur, die die Schraube oder das System verändert, sondern es wird immer schlimmer. Deswegen weiß ich gar nicht genau, was ich wirklich hoffen soll. Soll ich wirklich hoffen, dass alles nicht passiert, wo ich weiß, dann passiert es ein halbes Jahr später? Dieser Mechanismus von Mächten, deren Bankensystem und deren Finanzsystem sich selbstständig gemacht haben, dienen nur noch den Reichen, zwingen die Staaten durch völlige Überschuldung in Kriegssituationen hinein, die sich dann in Nah- und Mittelost entladen werden. Das ist ein übles Szenario, und da wir ja eine allgemein akzeptierte Gesamtlügenpolitik haben und da wir ja auch, darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen, eine strukturelle Unfähigkeit der Opposition haben, damit fertig zu werden. Strukturell heißt, wir haben die Leute nicht, die gewohnt sind, etwas zu machen. Unsere besten Analysten sind Theoretiker, blanke Theoretiker, ohne jede politische Erfahrung und ohne politischen Willen. Da stellt sich ja auch keiner hin und sagt, okay, wir müssen das jetzt selbst in die Hand nehmen. Lass uns mal ein paar gute Leute, die sich aus der Praxis heraus auskennen und die auch bereit wären, hier mit anzupacken, holen, mit denen das Notwendige beraten und dann umsetzen. Nein, solche Leute fehlen uns. Und das ist sehr peinlich. Wir werden von intelligenten, wie soll man sagen, Kommentatoren hier bestimmt. Ja? Wir brauchen aber keine Kommentatoren, wir brauchen dringend Macher. Oppositionelle Macher, meine ich. Systemoppositionelle Macher werden wir brauchen. Fehlt absolut. Damit sind wir unfähig, unser Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Und das wird uns den Kopf kosten. Wir erleben im Zeitraffer den Absturz des Abendlandes. Und es ist mir ehrlich gesagt fast wurscht. Ich denke darüber nicht nach, ob Washington eher stürzt oder wir. Das ist gar nicht interessant. Wir stürzen gemeinsam. Und wer zuerst unten aufschlägt, das ist wurscht. Tot sind wir eh. Also ich will jetzt hier keine Panik machen. Wir sind ja nicht physisch tot oder sowas Ähnliches, sondern was passiert, ist ein Finanzabsturz. Das bedeutet eine geringere Leistungsfähigkeit, arme Menschen, bedürftige Menschen zu unterstützen. Das bedeutet oder kann auch bedeuten einen so oder so großen, da will ich mich gar nicht festlegen, Zusammenbruch eines Teils der Ordnung. Und wenn wir zum Beispiel diese kleine Aktion des Bundeskriminalamtes sehen, gegen ein paar rechtschaffene Syrer, die versuchen, hier was Vernünftiges gemeinsam mit ihrem deutschen Umfeld zu organisieren, dann wissen wir, dass die Staaten sich einfach zunehmend kriminalisieren. Und sie sind damit schon weit gekommen. Wir haben schon so viele Dinge gesehen. Wir haben den Einsatz internationaler Polizeien hier in Deutschland gesehen. Wir haben die European Gendarmerie Force, EGF, in Vicenza in Italien mit 6 Staaten, der wir jederzeit beitreten könnten, die wir auch jederzeit auch als Deutsche anfordern könnten. Da schießen also Kampfkräfte aus fremden Nationen dann auf Deutsche oder andere, Franzosen, Briten, weil sie so angefordert wurden. Das enthebt uns der Notwendigkeit, deutsche Soldaten auf deutsche Staatsbürger schießen zu lassen, hier in Deutschland. Also der Einsatz der Bundeswehr im Innern, der ist gar nicht mehr nötig. All diese Dinge stehen uns bevor. Bevor die Alliierten großflächig den Iran angreifen werden, womöglich, wurde in einem Interview kürzlich gesagt, dass Syrien erst noch fällt. Wenn wir jetzt von Iran Anfang März sprechen, bleibt ja dann nicht mehr viel Zeit. Werden wir in Syrien ein ähnliches Szenario wie in Libyen erleben? Die USA streben das an. Ganz eindeutig bemühen sie sich im Sicherheitsrat um ein weiteres Mandat, um eine Flugverbotszone zu bekommen. Das klappt im Moment nicht, weil
die beiden wichtigen Vetomächte im Sicherheitsrat, Russland und China, sich erklärtermaßen nicht noch einmal, Klammer, wie im Fall Libyen, durch den Kakao ziehen lassen wollen. Ihre Argumentation ist, und das unterstütze ich ausdrücklich, dass die US-geführte NATO ihr Mandat 1973 überzogen hat und hat von sich aus in den Krieg eingegriffen, sollte aber nur defensiv tätig werden, um die Bevölkerung vor Gaddafi zu schützen, der nie vorhatte, sein Volk zu massakrieren. Das muss man dazu sagen. Also die ganze Resolution war an sich verlogen. Ich habe mich gewundert, dass Russland und China damals dies nicht verhindert haben, weil erkennbar war, dass der ganze Libyen-Fall verlogen war. Sie haben es aber getan, aber jetzt haben sie natürlich ein Betonargument und von dem werden sie nur Abstand nehmen, wenn es große Bedrohungen gibt. Es gibt ein Szenario, das offenbar befürchtet wird vom Iran, dass es heißt, Russland wird den Iran nicht weiter schützen, bekommt aber dafür Einfluss auf Syrien. Die militärischen Bewegungen legen das im Moment nahe, aber ich glaube nicht an dieses Szenario. Ehrlich gesagt, weil der Iran viel zu dicht an den früheren sowjetischen Gebieten liegt, um Russland egal sein zu können. Außerdem haben wir eben im Iran, das können wir gleich noch besprechen, Szenarien, die darauf hindeuten, dass mindestens Uranwaffen, wahrscheinlich aber auch Atomwaffen eingesetzt werden. Sogenannte kleinere Atomwaffen, die dann für die Zivilbevölkerung, so die amerikanische Rhetorik, nur einen begrenzten Schaden anrichten sollen. Also ich glaube nicht, dass Russland das glaubt. Ich glaube es nicht. Viele andere glauben es auch nicht, dass sich das in dieser Weise begrenzen lässt. Russland wird Syrien und Iran schützen. Es stehen russische Seestreitkräfte vor dem Einlaufen in den Persischen Golf. Das sieht nicht nach einem Ende des russischen Engagements auch für den Iran aus. Und auf diese Art und Weise müssen wir klar sehen, Syrien gilt als Einfallstor sozusagen, weil Syrien das Faustpfand des Iran im Nahen Osten ist. Weiß man, sollte der Iran angegriffen werden und die jetzige syrische Regierung steht noch, wäre Syrien in der Lage, den ganzen Nahen Osten aufzumischen und würde das zweifellos tun. Und deshalb sagt man, Syrien muss zuerst fallen. Völlig richtig gesagt, die Zeit ist ja knapp, nicht? Wir hatten gesagt, es gibt ein Szenario, dass Anfang März sozusagen die 4 Flugzeugträgergruppen da sind. Und bis dahin müsste dann ja Assad gefallen sein, wenn man dann gegen den Iran losschlagen will. Ja, es ist gar nicht nötig, dass Assad bis dahin gefallen ist. Er müsste nur so kaputt sein von dem Regierungszugriff auf sein Land Syrien, dass er eben nicht mehr aktionsfähig ist, außenpolitisch oder so eingeschüchtert oder was auch immer. Die Methoden sind da ganz vielfältig. Man spricht vielleicht von einer außenpolitischen Neutralisierung, so ekelhaft dieses Wort ist, wenn man sich den Blutzoll der Menschen am Boden ansieht. Aber das ist auch denkbar, dass das passiert. Was ist denn die geostrategische Rolle von Syrien? Warum braucht man dieses Land noch? Geostrategisch in dem Sinne ist das eher begrenzt, aber ich will mal sagen, regional strategisch ist das allerdings entscheidend. Wegen des entscheidenden Zugriffs der syrischen Außenpolitik auf die Palästinenser. Und da geht es um Hamas. Wir wissen ja, dass ein Teil oder der politisch wichtigere Teil der Hamas, nicht der machtpolitisch wichtige, der sitzt im Gazastreifen. Aber mit Khalid Meshal in Damaskus sitzt eben der wichtigste Kopf der Hamas in Damaskus. Das ist ein Punkt. Dann gibt es den ungeheuren Einfluss Syriens, der ist auch bestimmend immer noch, auf den Libanon, auf Hisbollah. Dann gibt es wie soll man sagen, den iranischen Einfluss, der über Syrien auf alle Schiiten sich bezieht, in der Nachbarschaft Syriens. Also es ist ein ganz kompliziertes Kraftgeflecht. Und das führt dazu, dass, wenn man versuchen wollte, den Iran anzugreifen, er gegen westliche Interessen in der Nahostregion über seinen syrischen Arm zugreifen würde, um das so zu erklären. Und das macht allerdings Syrien zu einem strategischen
Asset, sagt man, einem Wertgegenstand. Den kann man nicht außer Acht lassen. Und so kommt eben die Begründung, dass man sagt, man müsste erstmal eine willfährige Regierung, die also macht, was Washington will, das ist ja sowieso der Traum Amerikas, dass der Globus macht, was Washington will, und alle, die da nicht dazugehören wollen, zu diesem Singkreis, die werden eben zur Raison gebombt, notfalls, oder auch zur Raison gemordet oder auch zur Raison umgestürzt durch Regime-Change-Manöver. Ein solches Regime-Change-Manöver ist ja auch in Europa denkbar, nur ganz in Klammern gesagt. Nicht? Frau Merkel ist ein Regime-Change, weg vom aufmüpfigen Schröder hin zu einer absolut Washington-treuen Figur, die sich gelegentlich mal einen Außenministerunfall in Libyen leistet, aber auf keinen Fall mehr. Das gibt es in Frankreich mit einem, ich will mal sagen, sehr CIA-nahen Präsidenten Sarkozy. Und in anderen Ländern ähnliche Sachen, Rajoy in Spanien. Ich will das hier nicht alles aufzählen. Ich sage nur, Regime Change gibt es weltweit, auch im angeblich zivilisierten Europa. Und das bedeutet sozusagen für die Region da unten, die USA wollen als Ausgangslage für alles eine willfährige Regierung in Damaskus und eine willfährige Regierung in Teheran. Und wie das nun genau geht, da halten sie sich buchstäblich alle Optionen offen, nämlich Syrien vollkommen kaputt zu bomben notfalls. Und das kann man auch, wie soll man sagen, von unten machen, mit Kräften, die man da einschleust, und Syrien einfach in Stücke hacken. Das ist die Politik, die jetzt verfolgt wird, weil es keine UNO-Resolution gibt, dank Russland und China. Und man kann auch sozusagen beide parallel unter Druck setzen, Syrien sturmreif schießen und dann den Iran angreifen. Man kann auch, wie soll man sagen, versuchen, eine politische Einigung über Syrien herbeizuführen und dann den Iran angreifen. Alle möglichen Szenarien sind denkbar. Und ich glaube, dass einfach das Armumdrehen der weltweiten Mächte in beiden Richtungen passiert, jetzt, heute. Es geht in Richtung Syrien und es geht schon in Richtung Teheran. Und da wird man einfach schauen, dass da kein Unfall passiert, also kein Rückschlag auf die Nahostsituation. Und so kommt es, dass man die Hamas sehr interessant dazu gezwungen hat, gemeinsam mit der Fatah sich auf den Spitzenkandidaten Abbas zu einigen. Das ist immerhin der amerikanische Spitzenkandidat. Ein klares Entgegenkommen, um Neuwahlen anzustreben. Und ich möchte mal spekulieren, dass im Vorfeld dieser Neuwahlen und im Ablauf das Ganze nicht so sauber verlaufen wird wie bei der letzten Wahl 2006. Jetzt gerade bei dem Stichwort Israel, wie viele Atomwaffen hat eigentlich Israel? Was kann man dazu sagen? Offiziell gibt es da ja keine Angaben, aber in einem möglichen Streit, in einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist ja auch, sage ich mal, jetzt gerade die kurze Distanz Israel-Iran äußerst gefährlich. Was kann man zum israelischen Atomprogramm und auch zur israelischen Entschlossenheit, den Iran womöglich sogar mit Nuklearwaffen anzugreifen, sagen? Wir müssen davon ausgehen, dass Israel mehr Atomwaffen hat, als wir glauben. Es sind 100 bis 200 Atomsprengköpfe, die auf Raketen sitzen. Es sind mehrere hundert Atombomben. Und es gibt Hunderte gelieferter von den USA zusätzlich zu den aus eigener israelischer Produktion stammenden Atomwaffen, Hunderte von den USA gelieferte Atomwaffen. Und es gibt Hunderte Uranwaffen. Das sind keine Atomwaffen, keine Nuklearexplosionen, sondern wie gesagt die Vergiftung durch Uranwaffen, durch strahlendes Material, das zu Staub verbrennt und die Menschen vergiftet und deshalb natürlich klar völkerrechtswidrig ist. Das ist die Bewaffnung. Damit ist Israel unangefochten eine regionale Großmacht, wenn auch mit einer ganz dünnen, klitzekleinen Basis. Ja? Ein paar Millionen Menschen, eine Handvoll Menschen, wenn man so will, gemessen an 300 Millionen Arabern und den Persern. Aber militärisch eine formidable Macht, überhaupt nicht zu bestreiten. Und diese formidable Macht gebärdet sich aggressiv. Das kann sie auch, um das klar zu sagen. Und sie wird in ihrer aggressiven Tätigkeit von Europa inzwischen milde kritisiert, von den USA aber unterstützt.
Und wir haben ein Wahljahr in den USA. Und wie Präsident Carter schon mal so schön feststellte, die Kandidaten müssen tun, was Israel wünscht. So ist das auch heute. Und das Problem ist eben, wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der auch Kandidat ist. Und es ist außerdem der schwächste amerikanische Präsident seit zig Jahren, persönlich schwach. Carter war genauso ein Greenhorn politisch, wie Obama das bei Machtantritt war. Aber der hatte jedenfalls ein paar Millionen im Hintergrund, das war ein wohlhabender Mann. Obama ist auch finanziell ein Nobody, nicht nur politisch. Und wenn er nicht mehr Präsident ist, dann muss er sich mit den berühmten $300.000 Gehältern pro Rede sich sein Geld verdienen, wie jeder brave andere Bürger auch. Ich spotte jetzt ein wenig. Aber im Prinzip ist er eben kein Magnat, der ein paar Milliarden zur Verfügung hat und damit den amerikanischen Wahlkampf bestimmen könnte. Und wir sagen noch was zur Wahl, damit haben wir das Thema dann auch gleich abgefrühstückt. Wir hatten noch nie so viel Einfluss durch sehr wohlhabend, durch Multimilliardäre jüdischen Glaubens, wie wir das bei dieser Wahl haben, offen. Ja? Also solches Kapital schlägt sich gerade enorm auf die Seite der Republikaner, die außenpolitisch viel radikaler sind. Und wir haben ein neues System, das es erlaubt, sogenannte Super PACs, PAC ist Political Action Committees, zu gründen. Das sind nichts anderes als große Spendentöpfe für Hunderte von Millionen Dollars. Diese Wahl wird die am meisten verfälschte in der amerikanischen Geschichte sein. Das soll was heißen. Und das allerdings, völlig richtig, das soll was heißen. Und Israel bekommt damit eine außenpolitische Aktionsfähigkeit, die es noch nie hatte. Hat der liebe Egon Bahr mir noch vor 2 Jahren gesagt, die amerikanische Politik sei, wenn Israel mit seinem Feuerzeug, das wir ihm gegeben haben, ungut rumhantiert, werden wir es ihm aus der Hand schlagen. Ich weiß nicht, ob er das heute noch sagen würde. Aber ehrlich gesagt, mich beschleichen Zweifel bei der innenpolitischen Fähigkeit eines Obama, außenpolitisch Israel das Feuerzeug wirklich aus der Hand zu schlagen. Ich glaube nicht, dass Israel ohne Rücksprache mit den USA zuschlägt. Denn wenn das in irgendeiner Form nicht glatt in die Tüte rutscht, sozusagen, aus Propagandafragen oder weil irgendeine gewaltige Kriegslüge auffliegt oder was auch immer passieren kann. Wir leben in einer sehr volatilen Welt, auf allen Fronten. Ja? Niemand kann nicht so ganz sicher sein bei dem, was er da inszeniert. Wenn da irgendwas schief geht, dann wären die Folgen verheerend. Es ist ja zumindest wichtig, dass Israel sozusagen den Anschein einer legalen Glaubwürdigkeit aufrechterhält. Und wenn das nicht gelingt, dann ist der Krieg praktisch dadurch verloren. Denn wenn die Amerikaner ihr eigenes Volk nicht überzeugen können, dass dieser nächste Krieg, der viele Amerikaner das Leben kosten wird, das kann man klar sagen, weil der Iran sich wehren kann, auch mit Raketenwaffen. Wenn die amerikanische Regierung da einem israelischen Abenteuer folgt und hat das Volk nicht in großen Zahlen hinter sich, deswegen jetzt diese großen Propagandaanstrengungen, dann kann das auch nach hinten losgehen, keine Frage. Israel ist der Treibsatz, Israel kann das, Israel hat keine politisch starke Friedensstruktur im Lande, Friedensbewegung. Erinnere ich noch gerne an dieses nette Wort von der Palästinenserin Hanan Ashrawi, die gesagt hat, ich liebe die israelische Friedensbewegung. Ich spreche gern mit den 15 Leuten. Das ist die Situation. Sehr, sehr unangenehm, sehr gefährlich und ehrlich gesagt nur geeignet, die Unsicherheit der Menschen jüdischen Glaubens in der Region zu vergrößern, ihre Lage zu verschlechtern und das Sozialprodukt dieses Volkes hauptsächlich in Aggression zu stecken, statt in das Wohlsein der Menschen, die da leben und damit in ihre tatsächliche Sicherheit. Die Menschen sind ja überall auf der ganzen Welt eigentlich unzufrieden. Wir haben sie ja mit dem arabischen Frühling letztlich erlebt. In vielen Staaten sind Tausende, Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Jetzt nach der Wahl in Russland, auch in Russland Zehntausende, meist jüngere, wahrscheinlich durch westliche Medien auch irgendwo beeinflusste Menschen. Wie sieht denn das eigentlich in unserem eigenen Land aus? Hier sind ja eigentlich die Zustände zwar bequemer, luxuriöser, aber nicht weniger korrupt.
Warum sind hier nicht jeden Tag Zehntausende Menschen auf der Straße und gehen gegen unsere Regierung auf die Straße? Oder kommen die einfach nur nicht im Fernsehen? Ich glaube, das ist keine Oder-Frage, sondern das ist eine Und-Aussage sozusagen. Jawohl, das kommt nicht im Fernsehen. Es wird über die Zahlen gelogen, wenn was stattfindet, das ist auch klar. Die Berichterstattung erfolgt in einer Weise, dass man sagt, trauriger Haufen, ja, oder ein paar Wirrköpfe oder so. Das rangiert alles im Wirrkopfbereich. Wir haben ja inzwischen sogar eine Partei, die es aller Voraussicht nach in den Bundestag schafft. Das ist sozusagen die organisierte Wirrkopfpartei, ja, die Piraten. Eine vollkommen schräge Geschichte, wenn man sozusagen hört, wie ernst die politische Situation ist. Und da sind Leute am Werke, die wären nicht in der Lage, in 5 oder 10 Sätzen dieses Thema zu umreißen. Du lieber Himmel, ja. Das sind Leute, die geben zu, dass sie gar keine Ahnung von diesem und jenem haben. Die Partei existiert seit 4 Jahren und hat nichts zu sagen zu Afghanistan. Und natürlich haben diese sehr nett aussehenden und wirkenden Menschen nicht den Hauch einer blassen Ahnung von dem, was in Nah- und Mittelost gerade passiert. Ehrlich gesagt, das ist doch gar nicht schlimm. Die haben keine Ahnung, na und? Das sind Menschen, bei denen ich annehme, dass die ein möglicherweise vernünftiges ethisches Grundkostüm haben. Aber warum fragen sie nicht? Warum holen Sie sich nicht Experten, die bereit stünden? Immerhin, mit Professor Hankel reden Sie offenbar von den Euro- und Europasanierern. Das tun Sie, aber das findet keinen Eingang in Ihre Programmatik. Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, das ist eine Kunstpartei. Irgendwer hat die gefördert. Ein paar von denen habe ich kennengelernt, aber das war der wohlmeinende Teil. Es gibt meiner Ansicht nach auch ein paar Leute mit ganz anderem Hintergrund. Und ich würde mich nicht wundern, um das so zu sagen, wenn hier umgeleitete Gelder aus dem Verfassungsschutz eine Rolle spielen. Wir haben in Deutschland eine Geschichte für so etwas. Ich sage mal sozialliberaler Hochschulbund. Mhm. Ja, apropos Verfassungsschutz, jetzt gab es ja auch einen offenen Brief an den Generalbundesanwalt. Ja. Was war da die Motivation? Wir haben eine Situation, in der es offenbar der Bundesregierung darum zu tun war, ein Signal in die kritische politische Szene zu senden, wenn es darum geht, dass man ganz offen, wie ja auch schon eine Friedensresolution, die auch ich unterstützt und unterschrieben habe und 6 Bundestagsabgeordnete der Linken auch, zu unterschreiben, in der es unterlassen wird, darauf hinzuweisen, dass Assad ein nicht so freundlicher Regent ist. Ja. Eine Banalwissenschaft, aber ehrlich gesagt mit dem kriminellen Auftritt in der Politik, mit der massenmörderischen Politik der USA, ist Herr Assad allerdings nicht zu vergleichen. Da ist er ungleich besser. Und deswegen habe ich diese Resolution gern unterschrieben, weil ich solche virtuellen Vokabelübungen eigentlich ablehne. Es geht ganz klar darum, dass man auch innenpolitisch eine außenpolitisch anlaufende und erfolgreich angelaufene Aggression abstützt. Und da müssen eben Leute, wie soll man sagen, eingeschüchtert werden. Und das interessanterweise natürlich mit der Bemerkung, diese eingeschüchterten Leute seien ja alle Spione und wollten eigentlich freiheitsliebende Exilsyrer, die sich hier auf Seite der NATO engagieren, ihrerseits einschüchtern. So wie eben die ganze NATO angetreten ist zu einem Terrorkrieg. Aber wenn man Afghanen danach befragt, sagen die, wie Terrorkrieg? Die größten Terroristen, die wir kennen, sitzen in Washington. Und das ist die Situation. Und da habe ich an den Generalbundesanwalt geschrieben, weil ich fand, dass es eine gewaltige Diskrepanz, einen Widerspruch gibt zwischen dieser Aktion, zu der das BKA dann dienstverpflichtet wurde. Nette Beamte, ich habe sie gesehen. Ich bin mir ganz sicher, dass denen nicht wohl war in der Haut, als ich sie da angebrüllt habe vor Ort, bei einer Syrerin in der Wohnung, die sie auseinandergenommen hatten gerade. Alles sehr zivilisiert, nicht wie man das aus Hollywood kennt. Und wo es eben darum ging zu sagen, Herr Generalbundesanwalt, wir haben eine Bundesregierung, die erkennbar gute deutsche Steuergelder in ein europäisches Fass ohne Boden hineintritt,
in zig und 100 Milliarden Losgröße. Darüber verliert Deutschland die Bonität, verliert seine Rentenzahlungsfähigkeit, verliert die Fähigkeit, die Bevölkerung zu bilden, zu versorgen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, wegen eines absolut unsoliden außenpolitischen Geschäfts. Hier müssten Sie wegen Hochverrats einschreiten, denn das passiert eigentlich, wenn eine Regierung dem Volk das Geld wegnimmt und schmeißt es aus dem Fenster. Und da heißt es ganz klar im Gesetz, der Versuch und die Vorbereitung sind schon strafbar und müssten vom Generalbundesanwalt verfolgt werden. Das tut er nicht. Punkt 1 meiner Rede oder meines Schreibens an den Generalbundesanwalt. Und es war natürlich wichtig zu sagen, dass wir in kriegerische Operationen, zum Beispiel in Afghanistan, verwickelt sind, obwohl wir eingangs dargestellt, ich hätte mal gesagt, jedes Kind, aber die gesamte Oberschicht in Deutschland, in Wirtschaft und Politik exakt, ich stelle das immer wieder fest im Gespräch, gerade gestern wieder, nicht? Netter Unternehmensberater, gut situiert, mehrfacher Millionär, sagt mir, 9/11? Also ich weiß Bescheid, was da los ist. Ich habe da und da einen Freund. Jeder hat da und da einen Freund und weiß, was los ist. Und nur der Generalbundesanwalt möchte nicht einschreiten, dass wir da in eine absolut illegale Kriegsaktion seit über 10 Jahren verwickelt sind und töten Menschen für gar nichts, nebenbei gesagt, weil unter der Hand schon längst ein Deal mit den Taliban besteht. Und ich gehörte zu den ersten Aufdeckern in dieser Republik, die das nachgewiesen haben, dass da ein doppeltes Spiel getrieben wird. Auf dem Rücken von Soldaten, von Familien, von Freunden. Und natürlich auf dem Rücken des Steuerzahlers. Das scheint ja ein ganz normales Geschäft zu sein, dass man dem Steuerzahler sein Geld stiehlt und dann missbraucht. Und das alles, wie soll man sagen, hätte den Generalbundesanwalt, wenn er denn einen Job machte, der seinem Titel angemessen wäre, hätte ihn dazu bringen müssen, loszulegen. Er ist allerdings nach solchen Maßstäben nicht ausgesucht. Und so funktioniert er wie gewünscht. Und das muss kritisiert werden. Also habe ich ihn zum Rücktritt aufgefordert. Was können wir denn eigentlich als im besten Falle ja Konsumer dieses Videos auf YouTube, was können wir denn eigentlich tun? Also man fühlt sich ja schon seit Jahren so machtlos. Man kann die Situation aufzeigen, man kann sie auch beim Namen nennen. Und wie ja vorhin schon gesagt wurde, das Wort Verschwörungstheorie fällt da auch schon lange nicht mehr. Ich kenne das Wort sehr gut. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gehört. Aber dennoch hat man das Gefühl, es ändert irgendwie gar nichts und man ist ja, diesem Ganzen eigentlich ausgesetzt. Im Prinzip würde ich jedem raten, keiner Gruppe mehr anzugehören, die nicht bereit ist, sich mit mindestens 3 anderen zu vernetzen. Ganz einfach. Sagen, mit welchen 3 möglichst größeren Gruppen sind wir verbandelt und tragen gemeinsam auch deren Aktionen mit, setzen uns grundsätzlich an einen Tisch und planen unsere Sachen gemeinsam. Dass wir in 1050 Gruppen aufgesplittert sind, und ich bin selber der Initiator davon, sozusagen von einer solchen eine kleinen Gruppe, das ist gar nicht schädlich. Das ist sogar ganz gut. Schädlich wird es erst, wenn diese Gruppen sich untereinander unversöhnlich bekriegen. Und wenn sie nicht zusammenarbeiten bei Aktionen. Also der Mangel an Absprache über den eigenen Kumpelkreis hinaus, der ist eklatant. Und das muss dringend aufhören. Wir brauchen dringend, daran hat der nette Graf Sponeck schon gearbeitet, aber ihm fehlt das Geld dazu. Das sollte man ihm geben, meine ich, wenn jemand jetzt was Vernünftiges tun will. Der will sozusagen ein Lexikon, ein Who is Who schreiben, wer macht eigentlich was bei systemkritischen Gruppen. Das wäre einmal toll, dass man so eine Übersicht bekommt, denn die fehlt total, sodass eigentlich auch die Systemopposition weiß oder lernt, was sie schon weiß. Was wissen einzelne Leute? Hochwichtige, gute, das ist Forschungsarbeit, da wird Bildungsarbeit getrieben, da wird auch Aufklärungsarbeit betrieben. In dieser Systemopposition gibt es tolle Leute mit tollen Kontakten zur Polizei, zu Medien, zur Politik auch. Die kommen gut an Fakten ran. Wenn sich das nicht organisiert, wenn sich die politische Arbeit nicht organisiert, wenn nicht mehr gemeinsam demonstriert werden kann, dann geht es nicht. Punkt 1 und Punkt 2 ist, wenn die Menschen nicht aufhören zu meckern, dass ja Demonstrationen nicht helfen, dann werden wir nicht hochkommen mit dem Hintern. Wenn nicht 1050 Organisationen einen Weg finden zu sagen,
wir schaffen ein Gremium, in dem wir uns gemeinsam zusammensetzen und organisieren bestimmte Schwerpunkte. Und solche Gremien gibt es schon. Das ist die alte, aus den 68ern noch herrührende Friedensbewegung zum Beispiel. 2 große Köpfe, die sind aber von dieser neuen, jüngeren Generation sozusagen unbeleckt. Da gibt es viel zu wenig eine Überschneidung. Gute ältere Leute, die sind älter als ich bin so ein bisschen zwischen den Generationen eigentlich, die da in der Friedensbewegung mitgekämpft haben in den 80er Jahren gegen den NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Das sind alles olle Kamellen für jemanden, der heute jung ist, ist auch 30 Jahre her. Aber im Prinzip geht es schon darum, die kritischen Szenen besser zusammenzuführen. In der Aktion. Es ist ganz einfach. In der Sekunde, sagen die Fachleute, in der 70.000 Menschen in Berlin durchs Regierungsviertel ziehen, ändert sich die Politik, vorher nicht. Und wir brauchen mehr Planhaftigkeit dabei und wir brauchen mehr Gemeinsamkeit dabei. Also bitte weniger einander kritisieren, mehr miteinander machen. Und wenn man kritisiert, dem anderen auch noch ein Loch lassen, dass er seine Würde behält und, wie soll man sagen, seine Einladung an den gemeinsamen Tisch. Das ist sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel eben die Piratenpartei kritisiert. Ja, das betrifft die Führung, Verantwortliche darin. Und sagen die, ja, wir haben keine Führung, haben Schwarmintelligenz und sowas. Okay, alles unbenommen. Im Prinzip müssen wir uns aber angucken, wo bleibt das Statement zu Afghanistan, zu Nahen Mittelost und so weiter oder auch zum Balkan. Ich sage mal Unsinn, das ist arrogant, das ist auch falsch. Das ist nicht Unsinn, das ist kriminell, was wir da machen. Das ist ein Verbrechen. Wo bleibt das? Das fehlt. Und solange das fehlt, entsteht für mich keine Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist das A und O einer solchen Opposition. Also brauchen wir mehr Öffnung dahin. Und dann natürlich muss man sich klar darüber sein, dass alles dies nicht irgendeine Hobbyspinnerei ist, sondern, und dass es auch nicht reicht zu kritisieren und zu analysieren, sondern dass Opposition, die politisch etwas wirklich in die Hand nehmen und bestimmen will, wissen muss, wie sie es umsetzt. Wir können heute, das sage ich auch als Oppositioneller, nicht einfach den Amerikanern den Stuhl vor die Tür stellen und sagen, tschüss, haut ab, zieht eure Truppen weg, paff, paff, paff. Wir könnten das probieren und sehr schnell hätten wir eine Wirtschaftskrise, weil unsere Welt zu eng vernetzt ist. Das heißt, dass der entscheidende politische Bodengewinn kommt aus den guten Überleitungsideen. Wie kommen wir langsam weg von dem, was ist, und vernünftig hin zu dem, was sein soll? Und nehmen hoffentlich 150 Millionen Amerikaner mit auf diesem Weg, die unglücklich sind mit ihrem System. Was soll sein? Was soll sein? Ich glaube also ich werde darin immer sicherer. Ich glaube, dass wenn man sich nach dem Wunsch der Mayas sozusagen, die ich hier gerne zitiere, auch wenn man mich dann für einen Spinner hält, da gibt es einen wunderschönen Beitrag dazu, den gibt es auch auf meiner Website in der Übersetzung. Wenn man sagt, man muss sich fokussieren. Diese Opposition hat keinen Fokus, also ist nicht auf ein Ziel bestimmt. So, mein Ziel in der Politik ist mehr Ethik. In diesem Moment denke ich wieder grinsend daran, dass ich mein erstes Betrugsurteil hinter mir habe und dagegen jetzt also vor Gericht ankämpfen muss. Also das ist schon ein netter Versuch, sozusagen mir das aus dem Mund zu nehmen, aber ich lasse mir das nicht gefallen, keine Sorge. Und es ist auch niemand betrogen und die Leute haben auch inzwischen ihr Geld gekriegt. Ich brauche als Hartz-IV-Empfänger etwas länger, nicht wahr? Aber es kommt dann. So, da geht es darum, dass wir, wenn wir politische Ansätze formulieren wollen, niemals außer Acht lassen, dass keine Demokratie und kein vernünftiges Miteinander der Menschen, und zwar egal, ob sie Indianer, Eskimos, Chinesen oder Europäer sind, wenn nicht ein Bemühen um eine Gemeinsamkeit, um ein Miteinander, um Ethik da ist. Ganz banal. Und deswegen habe ich für mich entschieden, Ethik steht vorne. Erst überlege ich mir das, was allen Menschen nützt, was der ganzen Welt, was der Kreatur nützt. Und dann leite ich daraus politische Schritte ab.
So, wo wollen wir hin? Zum Beispiel, wir haben hier Energierohstoffkriege. Sowas kann man nur abbremsen. Und es geht darum, dass wir die sichern, sagt Herr Westerwelle. Er ist inzwischen schon auf diese Cowboy-Rhetorik der Amerikaner aufgestiegen. Das ist mit mir nicht zu machen. Das lehne ich ab. Das ist ein Aufruf zur außenpolitischen Kriminalität, um das mal klar zu sagen. Was wir brauchen ist, dass wir ein Denken anfangen und sagen, alle Rohstoffe auf diesem Globus gehören grundsätzlich allen. Es müssen aber den Menschen, die dort, wo diese Rohstoffe tatsächlich liegen, faire Preise gezahlt werden. Das können wir nur zentral sicherstellen. Wie? Die UNO soll das verwalten. Alle Völker verwalten das durch ein glaubwürdiges Gremium. Wie entscheidet das Gremium? Das Gremium sagt, es kann ja wohl nicht der am meisten Öl kriegen, der die beschissensten Anlagen hat, die am meisten Öl verquasen. Aha. Wenn man also solche gewünschten Kaufmengen verwalten soll, muss man also fragen, wie haltet ihr es denn mit dem Umweltschutz? Aha, ihr seid auf gutem Wege, ihr seid vielleicht ein armes Land, aber ihr habt euch erkennbar mit euren Mitteln bemüht, also sollt ihr auch mehr kaufen dürfen als vorher. Bumm hört das auf, dass eine westliche Militärmaschine China praktisch diktieren könnte, wie viel Öl es wohl zu vertretbaren Preisen bekommt. Oder es hört auf, dass ein ganzer Afghanistan-Krieg, einschließlich 9/11-Inszenierung, wenn man Ahmed Rashid liest, nur deshalb stattfindet, weil ein paar amerikanischen Konzernen der Taliban-Vertrag, den die Taliban wollten, zu teuer war. Übrigens die Taliban, die vorher von den USA da installiert worden sind über Pakistan. So hängt dieser ganze Mist zusammen und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dieser Globus fliegt schlicht auseinander, wenn wir nicht langsam anfangen, nach vernünftigen Maßstäben unser Zusammenleben global vernünftig zu organisieren. Und das kann nicht so aussehen, um noch was zu sagen, wo ich nicht mehr hin will oder wo ich weg will. Es kann nicht sein, dass sich eine kleine, dünne Schicht von Superreichen vom Rest des Globus einfach abkoppelt. Mit eigenen Inseln, eigenen, was sind das eigentlich schon? Sind das schon, wie soll man sagen, Motorjachten in der Dimension eines großen Kreuzfahrtschiffes, aber mit eigener Artillerie, Luftabwehr und Hubschrauberlandeplatz an Bord? Solche Nummern fahren auf den Weltmeeren rum, verkehren zwischen dem Heimatland dieses Milliardärs und seiner Privatinsel irgendwo in der Karibik. Das ist doch vollkommen irrsinnig. Diese Art von Großinhaber wollen wir nicht. Wenn jemand wohlhabend ist, beispielsweise wie der Milliardär Piech von Volkswagen, um mal das zu sagen, und ich beobachte, aha, die letzte Yacht, die er verkauft hat, war wie lang? 30, 40 Meter? Das ist ein Riesenteil, das kostet ungeheures Geld. Aber das ist ja noch im Bereich, der einigermaßen überschaubar erscheint. Und was macht er mit seinem Geld? Er investiert in Europa. Und allerdings auch weltweit. Aber er schafft nicht Geld außer Landes und er fängt auch nicht an zu spinnen. Das ist ein vernünftiger Industrieller, wenn man so will, mit allen Vorsichtsmaßnahmen an bestimmten Randzonen, die wir begucken müssen. Aber das ist etwas, was noch tolerabel ist. Dass Herr Wiedeking von Porsche, weil er seinen Geldgebern Milliarden in die Taschen gelöffelt hat, auch 100 Millionen verdient hat, halte ich noch für okay. Der hat Porsches gebaut sozusagen. Über deren Umweltverhalten möchte ich hier nicht spekulieren, aber es kommt mir noch normal vor. Wenn wir aber einen Finanzmagnaten sehen, der mit rein theoretischen Papierchen von Papierchen von Papierchen in einem Jahr 100 Millionen oder eine halbe Milliarde oder auch eine ganze Milliarde verdient, überhaupt das ganze Milliardärsunwesen, dann komme ich dahin zu sagen, wir müssen sagen, niemand soll mehr als 50 Millionen in Bar besitzen. Schluss. Peng, der Rest wird ihm weggenommen. Er kann noch sagen, wohin er es investiert haben will, aber es ist nicht mehr seins. Das muss eigentlich klar sein. Wir wollen diese superreichen Schicht nicht, weil die verdrehen den ganzen Globus. Wenn ein einziger Milliardär aus der Westentasche heraus für alle Parteien bei der nächsten Bundestagswahl, wie soll man sagen, das Wahlkampfbudget aus der Portokasse zahlen kann, ja, dann haben wir keine Demokratie mehr. So ist das heute. Wir haben eine Scheindemokratie. In den USA sehen die Menschen mit Entsetzen, was durch diese gerade erwähnten Political Action Committees, die nur Spendensammeltöpfe sind für einflusswillige Milliardäre und Millionäre, sehen mit Entsetzen, was die anrichten.
Das ist eine völlig perverse Welt und wie gesagt, ich warne davor, die wird in die Luft fliegen, wenn wir das System nicht begrenzen. Begrenzung von Superreichtum und, was dringend aufhören muss, ist das grundsätzliche Auseinanderdriften von Arm und Reich auf einem viel niedrigeren Level. Dass wir Milliarden Menschen haben, buchstäblich, die nicht zu knacken und zu beißen haben jeden Tag und eine dünne Schicht von Europa, USA und noch ein paar anderen weltweit verteilt, von vielleicht 1 Milliarde, die das meiste besitzen, oder sagen wir lieber sehr viel realistischer 100 oder 200 Millionen, denen fast alles gehört, falls es überhaupt so viel sind. Das ist auch absolut pervers und nicht nachhaltig. Und wenn man das runterbricht in ein Volk, dann sollten wir uns mal angucken, welchen Aufschwung Deutschland genommen hat mit den Bismarckschen Sozialgesetzen. Die waren keineswegs perfekt, aber sie waren ein vernünftiger Anfang und haben Deutschland sehr reich und wohlhabend gemacht. Dauerhaft wohlhabend. Das war ein enormer Anstieg. Wir brauchen Geld in die Bildung, aufhören mit den wahnsinnigen Kriegsrüstungen. Das ist geradezu absurd. Wenn man mal so eine ganz normale PowerPoint-Präsentation der Friedensbewegung ansieht, und die machen das immer so schön in Klötzen. Ja, einen riesen Klotz für die Militärausgaben und so ein kleiner Pissel ist dann da sozusagen das Geld für die Bildung. Das ist so grotesk, wenn wir da nicht rüberkommen. Das ist überhaupt keine Frage. Und was ich hier sage, ist ja, mag vielleicht wie wohlmeinende Spinnerei klingen. Nein, es ist brutal ernst. Daran entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit, daran entscheidet sich das Überleben dieses Planeten. Und es muss völlig klar sein, dass wir unsere Armee nicht von heute auf morgen abschaffen können. Es muss völlig klar sein, dass wir auch die Rüstungsindustrie nicht von heute auf morgen abschaffen können. Aber jeder muss überall dran herumschrauben. In jedem Land muss man selber vor der eigenen Haustür kehren und muss daran herumschrauben, dass das weniger wird. Deutschland ist in einer Fünfergruppe einer von den Exportweltmeistern für Rüstungsgüter. Und das ist ein ganz, Entschuldigung, beschissenes Weltmeistertum. Das ist eine Unehre. Und das ist ethisch absolut verboten. Davon müssen wir weg. Und so gibt es viele Dinge, ob es Industriemacht sind, wir hatten über die Pharmaindustrie gesprochen, wir haben eine Symptommedizin. Ja? Einer hustet, ups, wir kleben ihm ein Cortisonpflaster drauf, sozusagen hört das Husten auf. So geht Medizin nicht, da waren wir in Deutschland vor 100 Jahren weiter. Und die Menschheit war vor 500 und 1000 Jahren weiter. Heute müssen wir nachträglich wieder entdecken, wie einzelne Kräuter wirken. Absolut billig, nebenwirkungsfrei und von nachhaltiger Gesundheitsfähigkeit. Wir sind mit unserer Pharmaindustrie weit davon entfernt. Also wir können darüber noch lange sprechen, aber es bleibt immer, wir haben sehr hohe Ziele, wir haben keine Struktur, sie zu erreichen. Alle Menschen streiten sich untereinander, manche faseln herum und so werden wir es nicht schaffen. Ja, das ist eigentlich ein erschreckendes Fazit unserer derzeitigen Situation. Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen für dieses Jahr nicht Realität bleiben. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses Interview und hoffe ehrlich gesagt, dass wir uns in einem Jahr nicht wieder über solche Themen unterhalten müssen, sondern vielleicht darüber, was besser geworden ist seit heute. Vielen Dank. Und ich möchte vielleicht allen Menschen sagen, die von ihren Nachbarn, Freunden oder Verwandten für Spinner gehalten werden, die werden vorne sein. Es sind die Träumer, die die Welt verändern.